Oh, er hat aber Power. Ja, liebe Freunde, jetzt sind wir heute Nachmittag bei immer noch schönem Wetter in dem Jaguar XK 150 Cabriolet unterwegs. Das ist ein Auto aus dem Jahr 1958. Der Wagen hat immerhin 220 PS, der hat die 3,8 Liter Maschine. Das war die größte Ausführung. Es gab da nur noch einen 3,8 S, der aber mega selten und mega teuer ist. Da sind nur 40 Autos von gebaut worden. Das Auto hier, was wir hier gerade bewegen, ist in Deutschland restauriert worden. Den Kunden kenne ich schon länger. Das Auto ist sehr, sehr bodenständig restauriert worden. Passiert öfter bei XKs und Jaguars im Allgemeinen mal, dass sie ein bisschen scheppig gemacht sind. Das muss man leider sagen. Beim XK muss man immer dreimal gucken. Aber ich merke das jetzt schon. Also der Motor läuft sehr, sehr gut. Und das Tolle ist ja bei den Wagen, die haben ja eine Wahnsinnskraft, diese Autos. Der Wagen hat ja immerhin 220 PS. Das ist für ein Auto aus 1958 verdammt viel. Und vor allen Dingen, man bekommt... So, jetzt... Ja, muss erst warm werden, ne? Oh, zieht aber gut durch, du. Wow. Jawohl, hat richtig Brause. So ein Auto macht mir Spaß. Also die sind schick, diese Autos. Schaut euch mal das tolle Nussarmaturenbrett an. Das haben die, hat leichte Risse hier. Das ist aber noch schön alt und original, authentisch. Sieht man auch hier am Schalter. Das ist alles noch alt. Also man hat, als man das hier renoviert hat, darauf geachtet, dass möglichst viele Originalteile erhalten bleiben. Und das hat man gut gemacht. Hier ist ein Becker Grand Prix drin aus der Zeit, wobei der, glaube ich, 10 Jahre jünger ist hier. Aber so jedenfalls aus den 60er Jahren. Gebaut wurde der XK 150 bis 1961 und dann kam der berühmte E-Type nach. Kennt ihr ja, E-Type, haben wir schon mehrere gehabt und gefilmt. Das ist praktisch der 50er Jahre Jaguar XK. Den gab es als XK 120, der war ein bisschen knapp bemessen. Dann gab es einen 140er, das war eigentlich der schönste von allen. Haben wir auch gerade 2 im Angebot. Und dann halt den 150er, war der letzte der Serie. Und der hat halt richtig viel Platz hier. Also das hier ist halt der Unterschied zum XK 140. Die haben ja eine geteilte Scheibe. Er hat hier schon die angedeutete Panoramascheibe. Und man hat, wenn man hier drin sitzt, ein sehr modernes Gefühl. Aber was ich gerade merke, das Ding hat richtig Kraft. Das könnt ihr auch sehen hier. Kilometer per Hour. Der Wagen ist ja mal in London ausgeliefert worden an einen dortigen Jaguar-Händler. 230, also der Wagen läuft tatsächlich 215. Wahnsinnig schnelle Autos gewesen und das spüre ich jetzt auch. Also wenn man da drauf tritt, der hat richtig Druck. Ja, also eins steht mal fest, der rauscht richtig ab. Schaut mal hier, der dreht bis 5.500 Touren. Ich habe eben nur mal so ein bisschen drauf getreten, er ist ja momentan noch ein bisschen kalt. Deswegen ist er als Spotster ab und zu. Aber das ist wieder so ein Auto, das kenne ich schon. Das muss man erst mal ein paar Meter fahren und dann läuft er gut. Er ist vielleicht ein bisschen tief, aber hier im Leerlauf dreht er wunderbar, siehst du? Also der muss einfach mal warm gefahren werden. Das ist ein älterer Herr, dem das gehört hat. Ich sag mal, ja, also über 1200 geht's dann. Aber der ist noch nicht richtig warm. Also sowas kenne ich. Aber sonst läuft die Maschine toll. Mal wieder loszieht hier. Oh, jawohl. So, die Fahrt hier um den Flughafen herum ist eigentlich ganz witzig, weil hier relativ wenig Verkehr ist. Man kann hier auch mal so ein bisschen drauf treten, dass man mal sieht, wie es geht. Guck mal, Leerlauf geht er jetzt auf 800 runter. Was ist denn hier? Ja, schau mal hier. Also so fährt er sich toll. Am Anfang muss man ein bisschen mit der Kupplung spielen. Hat eine Viergangschaltung, rechts unten ist rückwärts. Also laufen tut er toll. Jetzt wollen wir mal gucken. Hat ja Scheibenbremsen, der Wagen. Guck mal hier. Bremst erste Klasse, zieht weder nach links noch nach rechts. Also das ist wunderbar. Was ich ja total schön finde, ist die Anmutung hier von unserem Armaturenbrett. Das ist schönes, altes, originales Holz in einem wunderschönen Zustand. Das würde ich auf gar keinen Fall anfassen. Und er hat auch noch die ganzen originalen Instrumente hier im Auto. Hier die alte Uhr, da der Drehzahlmesser, hier der Tacho, hier vorne Wasser und Öl. Also alles original, funktioniert auch alles. Und den Besitzer habe ich so kennengelernt, das ist ein Unternehmer aus der Gegend Bielefeld. Der hat wirklich auf alles geachtet. Und der hat auch nicht aufs Geld geguckt. Wenn da was nicht in Ordnung war, hat er das alles machen lassen und er hat das gut machen lassen. Also spürt man und laufen. Ach, guck mal, Aston Martin, das ist ja cool. Ja, ist ja geil. Aston Martin, sehr schön. Was man so in Hamburg alles sieht.
So, jetzt ruckelt er nicht mehr ganz so doll. Der muss einfach mal warm gefahren werden. Und möglicherweise ist er ein bisschen zu mager eingestellt, könnte sein. Oh ja, fährt klasse, was? Also der rauscht richtig gut los. Das ist ein Auto, was Spaß macht. Das ist so der rein rassige englische Klassiker, Sportwagen. Solche Autos bauen die heute ja kaum noch, mal von Aston Martin abgesehen. Aber es ist ein alter Jaguar wie der hat was hier. Und also da kann man richtig, der hat richtig Power. Und dass der über 200 läuft, kann ich mir vorstellen. Und ich wundere mich, wie direkt auch die Lenkung ist. Die Bremsen sind gut. Also technisch ist das wirklich ein ausgereiftes, gutes Auto. Jetzt ruckelt er auch nicht mehr so. Jetzt geht es besser. Wollen wir hier anhalten? Ja, also, das ist ein guter Wagen. So viel kann ich schon mal sagen. Das ist ein Auto für einen Driver, jemand, der richtig fahren möchte, der auch schön Power haben möchte. Weil die PS, da müsst ihr normalerweise 500.000 bis 800.000 Euro für zahlen. Der hat ja wie gesagt 220 PS. Und dafür, dass der restauriert ist und gut gemacht ist und auch eine schicke Farbe hat, ist das Auto nicht teuer. Also wir stellen uns ungefähr 150 vor für den Wagen, für einen restaurierten XK. 150er mit einer 3.8er Maschine, das geht echt in Ordnung. Ja, wollen wir mal ausmachen, ums Auto ein bisschen gucken. Ja, das ist unser Jaguar XK 150 Cabriolet. Den Wagen haben wir gerade bekommen, hier nach Hamburg. Also erster Eindruck, Auto läuft klasse, absolut, hängt super am Gas. Da muss man nur ein bisschen fahren, bis er dann warm ist. Das habe ich jetzt eben gemerkt, dann ruckelt er auch nicht mehr. Jetzt schaut mal hier rein. Ihr werdet erkennen, dass das hier nicht die originalen Sitze sind. Der Besitzer hat gesagt, ich will bequem fahren, ich will sicher fahren. Der hat sich eine modernere Gurte einbauen lassen. Dann hat er gesagt, ich brauche auch eine Kopfstütze. Ach, guck mal hier, die machen hier auch eine Probefahrt. Schon wieder der Aston Martin. Ich brauche auch gute Kopfstützen hier. Und wir haben die Sitze im Original aber dabei. Also wer sagt, das gefällt mir nicht hier mit Kopfstütze, der kann die rausbauen. Ich habe die Originalen dabei, völlig 1:1 authentisch. Ja, schönes Auto. Er hat ein dunkelblaues Verdeck, das könnt ihr hier unten drunter sehen. Das machen wir nachher mal zu, aber jetzt nicht, weil ich das schöner finde, dass man offen fährt. Und ihr könnt so sehen, das ist ein wunderschönes Auto. Charakteristisch beim XK sind zwei Auspuffrohre, wie ihr hier vorne sehen könnt. Der Chrom, die ganzen Details an dem Auto, Jaguar, alles in einem guten Zustand. Wer ist das denn? Ich drücke den Daumen. Also alles Gute. Ich bin großer Fan. Wunderbar, das freut mich. Vielen Dank. Okay, ciao. Klasse. Okay, tschüss. Aber siehst du, die Leute finden das mit den Filmen gut. Ja, also Fans gibt es in Hamburg genug mit Oldtimer. Habt ihr gerade gesehen, Oldtimer, tolle englische Sportwagen. Das war gerade ein Aston Martin DB4. War das ein DB4? Serie 4, glaube ich, ein ganz später, ne? Ganz seltenes Auto. Ja, das ist ein wirklich guter, die waren ja hier hinten, das könnt ihr auch am Logo sehen. Jaguar war Le Mans Gewinner, die haben ja mit dieser 6-Zylinder-Maschine richtig Preise abgeholt, könnt ihr hier sehen, 51, 53. Da kommt das Logo her, das ist noch das originale Jaguar XK 150. Ja, hier ist ein Kofferraum, da passt nicht allzu viel rein. Kann ich euch mal aufmachen, der klemmt jetzt gerade, das machen wir nachher. So, aber hier die ganzen Details am Auto. Die Lampen, die Stoßstangen, Auspuff, alles in einem schönen gepflegten Zustand. Das ist ein sehr, sehr sauberes Auto. Also gerade beim XK muss man immer genau gucken. Der ist auch toll lackiert. Das sieht man jetzt gerade, wo die Sonne weg ist. Wenn Paul hier mal kurz drüber, schau dir das mal an, was der für einen schönen Lack hat. Das Auto ist wirklich sehr gut restauriert worden. Also das hat einer nicht husch husch gemacht, sondern ich weiß das vom Besitzer, der hat ihn 12 Jahre besessen, jetzt hat er es für sich gemacht. Und wollte halt ein schönes Auto haben. Es sieht auch hier in den Spaltmaßen wirklich gut, ja. Das sieht alles ordentlich aus, auch hier vorne. Das sitzt alles sehr, sehr schön. Das sind übrigens Lüftungsklappen hier vorne, wenn es mal ein bisschen zu warm wird im Auto. So eine 6-Zylinder-Maschine hat ja eine tolle Abwärme. Aber jetzt könnt ihr mal sehen, also wo die Sonne weg ist, was der für einen schönen Lackaufbau hat. Das Auto ist wirklich gut lackiert. Der Chrom ist ordentlich. Übrigens, das ist eine typische Hamburger Farbe für die Jungs, die aus dem Norden kommen, wissen das, dunkelblau oder schwarz, das ist die Hamburger Farbe. Und dunkelblau, ledergrau ist, glaube ich, auf dem XK das Schönste, was man haben kann. Finde ich persönlich, sieht klasse aus, gibt die Autos ja auch in Rot oder in anderen Farben, aber das sieht schon sehr, sehr schön aus auf dem Auto. Das ist eine hanseatische Farbgebung. Und die haben, das sieht man hier, die haben zum Teil den alten Chrom noch verwendet, aber das konnte man auch, sieht alles noch gut aus. Das Auto ist wirklich schön. Er hat, als ich beim Besitzer war, der erzählte mir,
Er hat einen Meister, der sich um seine Sachen kümmert. Und wir hatten jetzt 2 Jahre Kontakt, bis wir das Auto bekommen haben. Er hat es immer gut nachbessern lassen. An den Wagen gesagt, nee, damit bin ich nicht zufrieden, das möchte ich so und so. Und das habe ich eben gemerkt, wie ich gefahren bin. Der hängt toll am Gas, die Maschine hat einen super Sound, der hat Power. Das ist ein richtig guter XK. Ja, ist ein 3. Das ist ja geil. Das wird hier bald zur Rennstrecke. Das ist ja wirklich cool. Naja, wir sind ja relativ neu jetzt mit unseren Filmen in Hamburg. Aber ihr seht, das erweckt Aufmerksamkeit und Fans für Autos. Freude am Auto gibt es wirklich genug. Und da müssen wir mal drüber nachdenken, ob wir das Thema nicht noch viel, viel stärker in die Öffentlichkeit bringen. Weil Freude am Auto hat was mit Freiheit zu tun. Und ich bin der Meinung, das wird von der Politik, das Auto wird alles schlecht geredet, die Konzerne gehen alle in Deckung. Das halte ich alles für einen Riesenfehler. Und also wir überlegen uns gerade was, wie wir da ein bisschen mehr draus machen können. Weil wir wollen alle Freude haben. Das habt ihr gerade gesehen, eben die letzten 10 Minuten, was hier los ist. Den Menschen macht das Spaß und das werden wir unterstützen. Also jetzt ist der Wagen ein bisschen warm gefahren. Jetzt hört euch mal an, wie gut und wie leise der läuft. Guck mal hier, ganz ruhig bei genau 800 Umdrehungen. Also wirklich, da merkt man, das ist ein richtig guter Motor. Ne? Aber wie schön die läuft, die Maschine. Also wirklich toll. Ein ganz toll laufender XK. Schau mal hier. Jetzt verschluckt er sich nicht. Man muss ein bisschen Gas geben, wenn man anfährt. Beim ersten Gang ein bisschen die Kupplung schleifen lassen, aber sonst astrein. Er läuft wirklich klasse. Und schau mal, wie schön das hier alles gemacht ist. Also das ist wirklich ein ganz, ganz tolles Armaturenbrett. Übrigens, die Roadster hatten das nicht. Die hatten hier komplett Leder und Chrom. Und nur das Cabrio hatte dieses Holz. Hier auch das schöne originale Holzlenkrad. Guckt euch das mal an. Alles in einem guten Zustand hier. Das ist das Jaguar-Logo aus der Zeit. Also wirklich klasse gemacht. Sehr, sehr schönes Auto. Ich musste eben übrigens gucken wegen dem Blinker. Der ist ja hier vorne links und rechts. Hat mir Paul gezeigt. Wenn ich Paul nicht hätte, könnte ich nur die Hälfte Auto fahren. Aber hier vorne ist das, muss man wissen bei dem Auto. Aber sonst fahren tut er wirklich, was das für ein toller Motor ist. Ne? Also wirklich gut. Muss ich wirklich sagen, das begeistert mich. Schöner Wagen. Guck mal, wie seidig der jetzt hochgeht. Ja, das ist, Autos müssen gefahren werden. Und man darf es auch nicht nur 1 Kilometer fahren. Man muss immer 20 Kilometer fahren, bis so ein Auto richtig mal warm wird. Und da macht sowas auch richtig Freude. Das ist das, was Autos auch wollen. Aber es ist ja irre. Jetzt sind wir hier heute die ersten 2, 3 Tage am Filmen. Und gleich haben wir mehrere Oldtimer-Freaks hier gesehen, die das toll finden mit alten Autos. Also wer weiß, vielleicht wird hier unsere Flughafenstrecke nochmal zum Treffpunkt. Also auf jeden Fall alle, die uns sehen, haben Freude an der Filmerei und am Autofahren. Das hat man gemerkt eben gerade. Das zeigt, dass das richtig war, nach Hamburg zu kommen. Ich habe ja auch ein super Gefühl. Habe auch Spaß hier oben. Ich bin ja Hamburger, wie ihr wisst. So. Ja, tolles Auto. Fahren tut er super. Zieht toll durch. Also ich sage mal, der XK ist auf jeden Fall alterstauglich. Und man muss eins sagen, also mit den Sitzen sitzt man auch wirklich gut. Ich glaube, die sind besser als die Originalen. Wen stört, der kann die rausbauen. Wir haben die Originalen, wie gesagt, dabei. Das filmen wir gleich nochmal, die stehen bei uns gerade an der Wand. Aber so zum Fahren und aus Sicherheitsgründen hier mit Kopfstütze finde ich das gar nicht verkehrt. Und die haben ja auch genau die richtige Lederfarbe, hier grau, weil das ist original, dieses Teil hier vorne. Haben genau die richtige Lederfarbe und man sieht, dass sie schon wieder ein bisschen älter sind auch patiniert. Ja, da ist unser Laden, Weg beim Jäger 224 in Hamburg am Flughafen. Jetzt zeigen wir euch nochmal das Wichtigste am ganzen Auto, die 6-Zylinder-Maschine mit 3,8 Litern Hubraum. Weiß vom Besitzer, dass er die hat machen lassen, ist restauriert. Schaut euch das mal an. 2 Vergaser, 220 PS, also was richtig Gutes. Da oben haben wir Jaguar Cars Limited Coventry. Da werden ja Jaguars gebaut, beziehungsweise wurden sie gebaut. Also es ist ein Auto, da blitzt nicht alles, da glänzt nicht alles. Der ist auch schon gefahren mit dem Wagen. Aber Auto ist in einem guten Zustand. Man sieht, dass der gut restauriert ist überall. Maschine läuft klasse. So muss ein Oldtimer aussehen, wenn er gut bewegt wird. Und das ist ein Fahrzeug, was immer gefahren wurde. Ja, wie gesagt, hier müssen wir noch sauber machen. Wir haben den noch gar nicht im Service gehabt hier, aber das ist nicht weiter schlimm. Wichtig ist die gute Qualität. Achso, wollen wir nochmal anmachen und dass du hier nochmal... Warte mal, wo ist denn hier der... Ah. So.
Ja, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Mir hat es gerade wieder richtig Spaß gemacht, auch wenn man viele Leute sieht, die man schon mal gesehen hat und die auch Freude haben daran. Wie gesagt, unser Motto Freude am Auto werden wir beibehalten und wir werden es auch verstärken. Mit eurer Hilfe wird das auch gut. Ja, ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Stefan Luftschütz, bis zum nächsten Film. Bleibt mir treu. Bis dahin und ciao.